Am kommenden Wochenende findet hier im Berliner Olympiastadion das Pokalendspiel statt. Millionen Menschen werden zu Hause vor den Fernsehern sitzen und das Spiel verfolgen. Hier im Stadion werden 75.000 Menschen ebenfalls dabei sein und fleißig SMS schicken und Videos machen, um ihren Liebsten daheim zu zeigen, wie es bei dem Spiel steht. Dann ist das Stadion allerdings rappelvoll. Und jetzt ist es leer. Unsere Mobilfunktechnik allerdings, die läuft trotzdem auf vollen Touren. Das ist nicht ideal, weil wir dabei mehr Energie als nötig verbrauchen. Wir haben dabei mal eine Idee, wie wir Superversorgung und Energiesparen unter einen Hut bekommen. Wir haben im Rahmen eines Pilotprojektes hier im Berliner Olympiastadion in den letzten Wochen 5 Testläufe gemacht, wo wir verschiedene Einsparfeatures eingespielt haben und gleichzeitig über neu verbaute Stromzähler gemessen haben, ob wir noch Einsparpotenzial haben. Einsparpotenzial ist vorhanden und das können wir nutzen, ohne dass der Kunde das merkt. Wäre es denn da nicht einfacher, Marco, wenn wir einfach die Geräte abstellen, die wir nicht benötigen in den Zeiten, wo die Zuschauer gar nicht da sind? Keine gute Idee, denn wir haben auch in den Spielpausen immer Handwerker und Besuchergruppen, die durchs Stadion laufen und die hatten dann plötzlich keinen Empfang mehr. Außerdem müsste unser Netzmanagement auf das entstandene Funkloch reagieren und die umliegenden Stationen darauf anpassen. Und das jedes Mal wieder, da würden wir nichts mehr sparen. Und wie sieht es typischerweise in einem Stadion aus mit dem Stromverbrauch? Wir haben ja verschiedene Stadien in Deutschland. Die Allianz Arena zum Beispiel ist ähnlich wie das Berliner Olympiastadion komplett mit Mobilfunktechnik ausgebaut. In der Allianz Arena finden aber nur Fußballspiele statt. In Berlin haben wir in den Sommermonaten auch noch Konzerte. Beim Pokalendspiel haben wir starke Schwankungen im Stromverbrauch. Die können bis zu 35% ansteigen. Wie sehen diese Schwankungen beim Stromverbrauch aus? Woher kommen die? Naja, vor Spielbeginn kommen die Besucher langsam ins Stadion. Dann steigt der Verbrauch an. Jeder möchte seinen Freunden zu Hause mitteilen, er ist im Stadion und sieht heute das Spiel an. Dann beginnt das Spiel, dann flacht die Kurve wieder ab, dann kommt die Pause, jeder muss zum Bierstand gehen, sich ein Bier holen und in der Zeit per Videotelefonie wieder mit seinen Freunden Kontakt aufnehmen. Dann kommt die zweite Hälfte des Spiels, der Verbrauch flacht wieder ab und gegen Ende des Spiels möchte sich jeder wieder mit seinen Freunden austauschen und da steigt der Verbrauch wieder an. Also das ist so gar nicht meine Welt. Wenn ich ins Stadion gehe, dann bin ich also total in dieser Atmosphäre drin. Aber sagt uns mal, wie ihr das macht. Wie ist euer typisches Nutzungsverhalten im Stadion? Täte mich interessieren. Durch die eingespielten Stromspar-Features überprüft die eNote B, also die Steuerungseinheit der Funkzelle, fortlaufend, wie viel Verkehr über die Antenne geht und regelt die Kapazitäten entsprechend. Zusätzliche Carrier- und MIMO-Frequenzen werden dann nur bei Bedarf eingeschaltet. Eingesetzt werden können diese Features bei den Mobilfunkstandards UMTS und LTE. Bei GSM ergibt sich kein Einsparpotenzial mehr, da wir aufgrund der Reife dieser Technologie bereits alle Möglichkeiten ausgereizt haben. Meter runter. Wir stehen jetzt hier oberhalb der Südkurve im Berliner Olympiastadion und direkt neben uns eine riesen Bratpfanne. Was ist das? Das ist eine Antenne, die direkt die Ränge unter uns versorgt. Und die hat diese Form, warum? Wir kennen Antennen ja eigentlich als längliches Gebilde, die sehen ein bisschen anders aus, die sieht anders aus. Das sind Spezialanfertigungen, die nur für Stadion, nur sehr kleine Bereiche versorgen, direkt unter uns. Hier oben haben wir wie viele Antennen hier im Oberrang sozusagen von diesem Olympiastadion? Circa 30. Jetzt 2 Verstärker, 2 Glasfasern kommen hier an, von unten aus dem Raum. Und von hier geht es dann wieder mit normalem Antennenkabel, HF-Kabel, in Richtung der Antenne, die wir gerade gesehen haben. Da kommt sie rein. Das ist die eigentliche Glasfaser Kabel. von unten kommt. Hier ist so ein kleines Patchfeld drin und dann per Und das ist für 2 Antennen oder für eine hier? 2.
Also für die da und für die nächste wahrscheinlich oder so. Ja. Ja, hallo David, du bist Projektleiter bei diesem Projekt zum Energieeinsparen im Mobilfunknetz. Du bist nicht nur im Olympiastadion, sondern bist in Bonn geblieben, um CO2 zu sparen. Sag mir mal, wie viel Energie können wir denn eigentlich einsparen mit diesen Features, die hier eingebaut sind? Ja, hallo Georg. Wir können mit diesen Maßnahmen, die wir getestet haben, nochmal ganz 10 bis 15% Energie bei der Mobilfunktechnik einsparen. Diese Maßnahmen, die zahlen natürlich auf unser CO2-Ziel ein, was wir uns als Firma bis 2030 vorgenommen haben, und zwar 90% CO2-Einsparung. Und wo können wir diese Energiespar-Features dann alle einsetzen? Also an dieser Stelle möchte ich gerne mal meinen Chef zitieren, der sagt, da wo wenig los ist, können wir auch viel einsparen. Diese Stromspar-Features, die können wir halt an Orten einsetzen, wo wenig los ist grundsätzlich, oder wie hier im Olympiastadion, nur zu 5% der Zeit viel los ist, aber die meiste Zeit halt wirklich gar nichts los ist. Okay, das war's aus dem Olympiastadion. Ich weiß, einige von euch werden sagen, 10 bis 15% Energieeinsparung, das ist ja gar nichts, aber das ist nur eine von unseren Maßnahmen. Was sind eure Maßnahmen, um Strom zu sparen, CO2 zu sparen? Schreibt es mir einfach in die Kommentarspalte, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, auch die Kommentarspalte nutzen, und ansonsten einfach unseren Kanal abonnieren. Ciao! Ich habe Karten für das Pokalendspiel am Wochenende. Ich werde hier sein, hoffe, dass das Wetter dann besser ist. Freue mich sehr, denn ich war schon mehrfach hier und es ist eine wirklich sehr geile Stimmung, sehr aufregend und sehr lustig dann auch. Also, wenn ihr auch einen geilen Tag erleben wollt, dann nutzt die Gelegenheit, wenn ihr die Chance habt, kommt ins Olympiastadion, guckt euch das Pokalendspiel an. Ist sensationell.